Eng verbunden mit dem Thema Blitze sind die Pilotlichter. Diese brauchst du, wenn du in sehr dunklen oder trüben Umgebungen fotografierst. Das vorhandene Licht reicht dann eventuell nicht mehr für deinen Autofokus. Dieser braucht nämlich gewisse Helligkeitsunterschiede bzw. einen bestimmten Kontrast, um arbeiten zu können. Mit Hilfe eines schwachen Lichtstrahls hilfst du deiner Kamera. Der Clou: ein echtes Pilotlicht schaltet in dem Moment aus, in dem du deinen Blitz auslöst. Du hast also kein störendes Fremdlicht in deiner Aufnahme. Ziemlich clever. Pilotlichter gibt es entweder als eigenständige Lampe oder aber sie sind bereits im Blitz integriert. Ich persönlich bevorzuge die unabhängigen Lampen. Ziemlich häufig kommt es vor, dass ich meine Blitze nicht so ausrichte, dass ihr Zentrum dahin leuchtet, wo der Autofokus sich ausrichten soll. Zur bewussten Lichtgestaltung gehört es auch, die Ausbreitung des Lichtes zu beeinflussen. Generell wollen wir eine gleichmäßige harmonische Ausleuchtung unserer Motive erreichen. Besonders populär sind deshalb die sogenannten Diffusoren. Milchige oder geriffelte Vorsätze, die das ausgesandte Licht weicher und etwas breiter verteilen. Ich werde im Laufe dieses Workshops noch darauf eingehen, wann es sinnvoll ist, diese einzusetzen. Haben solltest du aber auf jeden Fall einen. In der etwas mehr fortgeschrittenen Fotografie willst du vielleicht auch Licht bündeln, um Akzente im Bild zu setzen. Dafür eignen sich sogenannte Snoods. Das sind im Prinzip mehr oder weniger röhrenförmige Aufsätze, die das Licht in eine bestimmte Richtung lenken. Das können ganz einfache Plastikrohre sein, aber auch Bündel von Glasfaserleitern oder komplexe Systeme mit Linsen, die das Licht wie ein Brennglas bündeln. Die Effekte, die du erzielen kannst, sind schon ziemlich cool. Und sobald du dich mit Lichtgestaltung intensiver auseinandersetzt, wirst du sicher einen Snood haben wollen. Neben der Lichtstärke und der Lichtausbreitung können wir aber auch auf die Lichtfarbe Einfluss nehmen. Das geschieht durch Farbfilter. Dabei kannst du diese Filter entweder auf dein Objektiv oder deinen Port platzieren. Dann wird alles Licht eingefärbt, das auf deinen Kamerasensor fällt. Oder aber du setzt ihn vor deine Lichtquelle und änderst damit ihre Farbe. Der Unterschied ist erheblich. Besonders die objektivgebundenen Filter werden eingesetzt, um den Rotanteil des Lichts zu erhöhen. Rot ist die Farbe, die beim Durchschreiten des Wassers als erstes verloren geht. Sollen die Farben wieder natürlich aussehen, sprich wie wir es am Land gewohnt sind, muss Rot wieder hinzugefügt werden. Dazu erfährst du aber im Laufe dieses Workshops noch alles Notwendige. Benutzt du aber einen Objektivfilter gleichzeitig mit einem Blitz oder Dauerlicht, kommt es zu einem eventuell ungewollten Effekt. All die Motive, die du mit Weißlicht anstrahlst, erscheinen mit einem Mal intensiv in der Filterfarbe, in unserem Fall rötlich. Dem entgegenarbeiten kannst du nur, indem du dein Licht mit einem Filter den Rotanteil entziehst. Das wäre bei uns blau. Zur Filterfotografie wird es aber noch eine Einheit in diesem Workshop geben. Nur schon einmal vorab. Lasse dir nicht einreden, ein Rotfilter könnte einen Blitz ersetzen. Das gilt nur für ganz spezielle Aufnahmen. Deutlich spannend ist in den letzten Jahren die Entwicklung bei den Unterwasserlampen gewesen. Einige von ihnen liefern mittlerweile eine solche Lichtstärke und Qualität, dass du sie als Blitzersatz nutzen kannst. Die wirkliche Schwierigkeit liegt eigentlich nur darin, Dauerlichter zu finden, deren Farbtemperatur mit der meiner übrigen künstlichen Lichtquellen übereinstimmt. Es kann auch schon etwas unschön aussehen, wenn ich sowohl warmes wie auch kaltes Licht in einem Bild vereine. Dauerlichtfotografie ist gleich aus mehreren Gründen interessant für uns. Zum einen kannst du sehen, wie deine Szenerie ausgeleuchtet wird, bevor du auf den Auslöseknopf drückst. Das hilft nicht nur bei der Bildgestaltung und Belichtung. Du bekommst einen Eindruck davon, welcher Teil des dreidimensionalen Raumes vor deiner Linse erleuchtet wird und welcher nicht. Bei der leidigen Vermeidung von Schwebestoffen ist das einer der ganz entscheidenden Faktoren. Dazu kommen wir im Laufe dieses Workshops noch ganz ausführlich. Im Bereich der kreativen Lichtgestaltung eröffnet uns Dauerlicht ganz neue Möglichkeiten. Da sie ihre eigene Stromversorgung besitzen und auch keine Auslösemechanismen brauchen,
können wir sie absolut frei im Raum positionieren. Und wir sehen sofort, wie sich das Licht auf unser Bild auswirkt. Für mich ist das eine wirklich tolle Spielwiese. Und ein letztes. Die meisten unserer Kameras haben auch eine Videofunktion. Und kombiniert mit leistungsfähigem Dauerlicht werden wir dann auch noch für Hollywood interessant.